Mein heutiger Gast ist die Heilpraktikerin und Osteopathin Nina Ganz. Wir sprechen über die Herausforderungen mit PatientInnen, die unter Gefäßkompressionssyndrom leiden, über individuelle Therapieansätze, ganzheitliche Behandlungen, Mastzellen und Auswirkungen von chronischem Schmerz im Körper. All das und noch viel mehr hörst du jetzt in der 19. Folge von Vascular Voices. Schön, dass du da bist und zuhörst. Ja, hallo Nina, schön, dass du die Zeit gefunden hast und wir heute eine Podcast-Aufnahme machen können. Hallo, ich freue mich, dass du mich eingeladen hast, und ja, bin gespannt, über was wir heute so sprechen. Ja, gut, also wir haben ja über Instagram geschrieben gehabt. Ich glaube, das war ist schon ein bisschen länger her, aber du hattest mir geschrieben, du hast als Heilpraktikerin und Osteopathin ähm, oft auch oder ein paar zumindest PatientInnen mit Gefäßkompressionssyndrom. Und dann dachte ich natürlich: „Oh, das wäre super interessant, mal aus deiner Perspektive, ja, zu hören, hm, wie sind so deine Erfahrungen mit diesen Patienten?“ Und genau. Ja. Ja, also tatsächlich bin ich ja selbst von Endometriose und Adenomiose betroffen und habe mich in der Praxis jetzt vor allem auf das Thema spezialisiert. Und, ich erlebe es halt oft in der Praxis, dass Patienten irgendwie mit ganz diffusen Beschwerden kommen und, ja, man kennt es ja, dass es dann natürlich abgetan wird, ja, die Patienten, die haben irgendwas Psychosomatisches, die Beschwerden sind so diffus, dass sie irgendwie nicht so richtig zur Endometriose oder zur Adenomiose passen. Oder man sagt dann, ja, die Patienten haben halt chronische Rückenschmerzen und, eigentlich bin ich da noch gar nicht so extrem lange drauf gekommen, mit den Kompressionssyndromen. Also, ich glaube, das war so die letzten 1,5 Jahre, dass es immer mehr aufgekommen ist, auch natürlich Mhm, durch, soziale Medien und, dann auch natürlich durch Patienten, die kamen und dann direkt schon mhm, gesagt haben, die wussten, sie haben 'n Kompressionssyndrom. mhm, Aber, ja, ich finde es ganz spannend, wenn man dann mal also, ich mache ja in der Praxis 'ne sehr ausführliche Anamnese, bevor ich irgendwie den Patienten anfasse und behandle. Und, ja, es waren oft Patienten, die dann zu mir gekommen sind und gesagt haben: „Ja, ich habe schon ganz viele Sachen durchprobiert, irgendwie hilft nix so wirklich, vor allem auf Dauer.“ Wir haben oft nicht diese typischen nur Periodenschmerzen und, Schmerzen jetzt, ja genau, rund um die Periode, sondern oft sind es halt Schmerzen, die oder andere Beschwerden, die im kompletten Zyklus auftreten, wo man sich dann mhm. auch fragt, mit was könnte das dann zusammenhängen? Auch viele Patienten, die sagen: „Boah, ich habe schon die 5. OP oder ich Ja, habe die Gebärmutter entfernt.“ ja. Wo ich mir manchmal denke, also, da finde ich's halt wichtig, dass man lieber, bevor man den Patienten zum 5. Mal aufmacht, davor 'ne vernünftige Diagnostik macht und mal abklärt, was ist es denn wirklich? Also, ich hatte zum Beispiel 'ne ganz junge Patientin, 13 Jahre alt, die wurde in einem Jahr 5-mal operiert und jedes Mal hat man gesagt, man findet keine Endometrioseherde mehr. Vielleicht ist es die Adenomiose, es sind 'n paar Verwachsungen, aber es hat praktisch die Stärke der Beschwerden hat nicht dazu gepasst, wie's im Bauchraum aussah. Und dann Hä, habe ich mir auch gedacht, aber ganz sorry, also ganz kurz, wie alt war die? 13 Jahre alt. 13 Ja, Jahre alt? ja. Also, die Die muss ja also quasi erst auch ihre Menstruation bekommen haben mit, Ja, ja. weiß ich nicht, Ja, die hatte, 12, glaube ich, seit 13. ja, genau, seit 2 Jahren ihre Periode und die hatte so massive Schmerzen natürlich um die Periode, aber auch die konnte nicht mehr zur Schule gehen, die saß wirklich im Rollstuhl, die hat super gerne Fußball gespielt, konnte sie auch nicht mehr machen. Also, der ging es so massiv schlecht, dass ich auch dachte: „Also krass, so 'ne schlimme Ausprägung in dem Alter habe ich auch noch nicht gesehen.“ Und, dann, habe ich sie zu 'ner Spezialistin, zu 'ner Radiologin nach Bonn geschickt und, da kam das dann alles so ins Rollen, kam dann eben auch raus Kompressionssyndrom, dieses hypermobile Ehlers-Danlos-Syndrom und, Mhm, so 'ne junge Patientin mit, diesem Befund hatte ich tatsächlich noch nie und fand's auch, sehr erschreckend, dass man ja. da vorher wirklich keine vernünftige Diagnostik gemacht hat. Sondern man hätte ja, auch wenn man's natürlich schwierig an, ja, Radiologen rankommt oder an, ja, Ärzte rankommt, die erst mal 'ne vernünftige Diagnostik machen, dass man erst mal gesagt hätte: „Irgendwas stimmt hier nicht, wir machen die jetzt nicht noch mal auf. Wir gucken jetzt mal, was können wir vielleicht noch tun, bevor wir da wieder den Patienten operieren“, weil, wie wir ja Mhm, wissen, umso öfter man da dran rumschnibbelt, umso mehr Verwachsungen und, umso schlimmer wird's gefühlt bei den Patienten. Deswegen da fände ich's eben schön, dass halt auch die Endometriosezentren, also irgendwie
zumindest noch das Gefühl von den Patienten, die ich jetzt habe, ich sage jetzt mal Mhm. deutschlandweit, dass dass es zu wenige Spezialisten gibt, die wirklich, über Kompressionssyndrome irgendwas wissen oder das auf Ja, dem absolut. Schirm haben. Ja, Absolut, und gar keine, ne? Also, natürlich, es gibt jetzt Gott sei Dank ist Endometriose ja wirklich bekannt, aber tatsächlich erlebe ich immer noch, dass, viele Leute das Wort immer noch nicht kennen und nicht wissen, was das ist. Also, ich hatte mal zum Beispiel, für 'ne Zeitung 'n Interview, und die mich interviewt hat, die hat gemeint: „Hä, was ist Endometriose?“ Und ich dachte: „Wow, okay, also ich will eigentlich mit der über Gefäßkompressionssyndrome reden. Da ist eigentlich die Basis also das Basiswissen von Endometriose irgendwie Voraussetzung.“ Und ich musste der dann aber halt erst mal auch noch Endometriose erklären. Ich dachte so: aber also, von 'ner 13-Jährigen habe ich auch noch nicht gehört. Ich meine, bei mir waren die Menstruationsschmerzen auch schon vom Beginn an. Das zieht sich ja bei sehr vielen durch, aber in der Regel wird ja da erst dann mal, hormonell behandelt und nicht dann irgendwie direkt operiert. Und ich bin grad so 'n bisschen schockiert, dass die sogar 5-mal ja. operiert wurde. Also Ja, das Problem war, man hat die versucht, nach den OPs, auf Hormontherapie zu setzen. Man hat die in die künstliche Wechseljahre versetzt. Sie hatte nur noch Dauerblutung. Also, das war leider für die Arme der absolute ja, Super-GAU und es hat wirklich nichts geholfen. Keine Pille, kein also Gott, oh Gott. also Ja, und also, das war wirklich da war ich auch echt richtig, geschockt, davon und, ja, es ist halt auch Patienten, die gehen dann zum Beispiel ich sage immer zu den Patienten: „Okay, lassen Sie das mal abklären.“ Und die gehen dann zum Beispiel zum Gynäkologen und sagen dann: „Ja, ne, Kompressionssyndrome“, sagen die Gynäkologen, das in der Literatur steht, das macht keine Beschwerden. Wo ich mir denke, also, die Patienten haben so typische Beschwerden, also, noch typischer geht's eigentlich gar nicht. ja, Und dann ja, bekommt man zu hören, das macht eigentlich keine Beschwerden, wo ich mir denke, klar kann das sein, dass vieles keine Beschwerden macht, aber es macht's ja. mhm, Und dann wirklich zu sagen: „Okay, wer ist denn jetzt zuständig?“ Also, dass man zum Beispiel in Endometriosezentren sagen würde: „Okay, irgendwie passt es nicht. Wir müssen mal gucken, was könnte es noch sein?“ Und dass man zumindest irgendwie so 'n Schema hat, wo man sagt: „Okay, wir haben ja alles versucht. Was wäre noch möglich? Was müssen wir auf jeden Fall noch auf dem Schirm haben?“ Und ja. dass da auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Gefäßspezialisten, und anderen Ärzten da irgendwie, vorhanden ist. Und das ist es halt leider irgendwie nicht so wirklich. Ne, also das Problem ist ja einfach, dass die Gefäßkompressionssyndrome völlig unbekannt sind. Kaum Arzt hat davon jemals gehört. Die können damit auch nix anfangen. Die sind damit auch oft überfordert. Oder was ich auch sehr oft, als Rückmeldung bekomme, ist, dass dann die Ärzte irgendwie sagen: „Das ist ja alles Quatsch.“ Also, das so was gibt's überhaupt nicht, wo ich dann denke: „Hä?“ Also, man muss einfach nur bei YouTube einfach mal, Nussknacker-Syndrom oder Mye-Turner-Syndrom oder so eingeben. Da gibt's, englischsprachige Videos von Ärzten, aus den USA, die sich da wirklich, sehr intensiv damit auseinandersetzen. Und hier in Deutschland sind Ärzte, die sagen, das ist alles Quatsch und Unsinn. Und die wenigen Ärzte, die jetzt da drauf aufmerksam geworden sind und sich dafür einsetzen, die werden dann teilweise von ihren Kollegen auch noch irgendwie angegangen und angerufen. So: „Was erzählen Sie denn meiner Patientin irgendwie für 'n Quatsch?“ Ja. Und, wo ich dann nur den Kopf schütteln kann, also, da fällt mir wirklich nichts mehr ein. Aber Gott sei Dank gibt's dann vereinzelt Ärzte, die sind neugierig, die nehmen das ernst, die, lesen sich dann da auch ein, die beschäftigen sich damit. Aber ich habe gemerkt, es passiert nichts, ne? Ich habe ja meine Diagnose jetzt schon 'n paar Jahre, ähm, und das war dann halt für mich einfach so: Okay, ich bin zwar selber betroffen, mir geht's selber nicht gut, aber das war bei Endometriose genauso, wären die Frauen und die Betroffenen nicht laut geworden über Social Media und dafür gibt's ja auch mittlerweile die Möglichkeit von Social Media, Mhm. was ja so toll ist, Ja, dann wäre Endometriose heute nicht so bekannt, wenn man drauf total. gehofft hätte, die Ärzte kommen von selber drauf. Und deswegen gebe ich mir da jetzt wirklich, die größte Mühe und freue mich da auch wirklich, dass, auch du dich damit, beschäftigst und auseinandersetzt. Und du hast ja vorhin kurz angedeutet, ähm, dass du so seit 1,5 Jahren ungefähr davon weißt. Darf ich fragen, wie bist du drauf gekommen? Wie hast du von den Gefäßkompressionen erfahren? Ich habe tatsächlich, weil ich mich ja auch immer fleißig weiterbilde es gibt diesen Endo Summit, ich glaube, der war in Florida und, also, das war 'n Onlinekongress, zum Thema Endometriose und da gab's eben Spezialisten eben aus Amerika, die darüber berichtet haben und auch, Mhm. was dazu erzählt haben und da dachte ich mir: „Okay,
noch nie davon gehört. Mhm. Auch noch niemand was davon erzählt, kein Patient, kein Arzt. Und dann dachte ich mir, die Beschwerden, die passen so typisch zu manchen Patienten, die ich habe, wo ich mir dachte: „Boah, das ist ja 'n Riesending, aber was hilft es dem Patienten jetzt, wenn man sagt, ja, es könnte sein, dass sie 'n Kompressionssyndrom haben, aber keiner hilft diesen Patienten." Ja, Und, ja, also viele Patienten, wie gesagt, die werden abgestempelt, als psychosomatisch und ich finde, es sind vor allem die Patienten, also bei denen fällt es mir zumindest auf, die also super schlanke Patienten bei mir, die super sportlich sind, die auf einmal nicht mehr ihren Sport machen können, die kommen kaum noch die Treppen hoch. Die im Sitzen haben die das Gefühl, also die Sitzen wird nicht toleriert, nachts wahnsinnige Schmerzen, die sind teilweise wirklich auf so krassen Schmerzmitteln und selbst die helfen kaum. ja. Und, ja auch, Patienten, die halt sagen, sie haben typische Beschwerden, also vor allem ist es ja bei meinen Patienten zumindest links von, Kopfschmerzen, also alles, was irgendwie bestauungsmäßig passt, Kopfschmerzen, Mhm. Nackenschmerzen, Flankenschmerzen, dass sie schon sagen: Mhm. „Ich habe das Gefühl, irgendwas breitet sich aus, also so 'n riesen Druckschmerz, so 'n Zerspringschmerz im Becken, dass das Bein sich so dick anfühlt, obwohl es nicht so dick ist. Also, Mhm. wo man so denkt, das klingt doch alles so nach 'ner Stauung. Also, das springt einem ja förmlich schon an. Und Mhm. dann denke ich mir, die Patienten, die werden halt nicht ernst genommen. In der OP sieht man nix. Ja, ne, weiß ich nicht, was es ist. Wo ich mir denke, die Leute, die dann zum Beispiel die Frauen ja operieren, die Chirurgen, die sind halt dann wieder nicht auf die Gefäße spezialisiert. Ja, Und, ich versuche dann halt immer so gut wie es geht, die Patienten an irgendeinen Arzt zu schicken, wo man erst mal 'n vernünftiges MRT macht und oft ist das ja schon so 'n bisschen wegweisend, mhm, oder dann eben zu Gefäßspezialisten, dass man hier wirklich mal, 'n Angiogramm macht, um zu schauen, was ist da ja, eigentlich, los? Und wenn man da hört, mit was die Patienten zurückkommen, mit massiven Kompressionen, wo man denkt, und auch also Patienten, die sagen, sie haben schon über längere Zeit immer wieder Blut im Urin, Proteine im Urin. Und ja, das kann man mal haben, wo ich mir denke, man kann es mal haben, aber wenn es jetzt sich über mehrere Jahre zieht, wo ich mir mhm, denke, das ist doch nicht normal, dann müssen wir doch gucken, warum taucht immer wieder Blut und Protein im Urin auf. Und da wären ja eigentlich gerade die Gynäkologen oder auch die Hausärzte, die ja die Patienten, die diese Check-ups machen, eigentlich die Anlaufstellen, wo man sagt: Müssen wir mal abklären, irgendwas, ja. stimmt hier nicht." Genau, also für mich wäre halt auch wünschenswert, ähm, dass dann irgendwann zumindest bei den Gynäkologen, dass die das aufm Schirm haben, weil letztendlich, ähm, es ist ja oft so, wenn dann 'ne Kompression, in der Nieren oder Beckenvene vorhanden ist, bilden sich ja viele Kollateralkreisläufe im kleinen Becken, also um die Blase, um die Gebärmutter und das sieht man eigentlich auch beim vaginalen Ultraschall, ne? Und oft hat man das dann aber irgendwie nicht aufm Schirm. Also, ich weiß, meine Mutter, die hat zu mir mal gesagt so: „Ach, wenn ich mir mal überlege, früher hat mal mein Gynäkologe gesagt, ich hätte da 'ne ganz dicke Krampfader an der Gebärmutter.“ Aber es war ohne Bedeutung so, ne? Und, selbst bei MRTs und, das habe ich halt auch erleben müssen, dass halt Ärzte, die wissen, wie so 'ne Kompression aussieht und die wissen, dass das Probleme machen kann, die können das auch im MRT sehen, ne? Aber ich war zum Beispiel beim MRT und der Radiologe hat gemeint: „Ja, also bei Ihnen ist alles super, da ist alles in Ordnung. Man sieht Ihre Adenomiose.“ Da war ich schon erstaunt, weil bisher hat die niemand gesehen. Auch der Gynäkologe von mir hat immer gesagt: „Ach, Ihre Gebärmutter ist wunderschön, sieht alles toll aus“, ne? Und ich habe aber halt eigentlich übelst Adenomiose. Und ich habe dann geweint, als dann halt im MRT der Radiologe zu mir gesagt hat: „Ja, das ist alles super“, ne? Und, ich habe ja die Diagnose damals von, Dr. Putz bekommen in Neubrandenburg und der bin ich dann heulend bei ihm angekommen mit meiner CD: „Ist alles in Ordnung?“ Und er so: „Ja, jetzt warte mal, jetzt ich habe noch nicht geguckt“, ne? Und dann hat er gesagt: „Da ist überhaupt nix in Ordnung“, ne? Und, hat mir dann das alles auch gezeigt. Und interessanterweise, weil du auch gesagt hast, hauptsächlich schlanke, Personen, also hauptsächlich sind's ja wirklich Frauen, aber vereinzelt auch Männer. Und das ist auch so 'n bisschen das, was ich so beobachtet habe. Und im MRT war halt interessant, dass man gesehen hat, dass ich kaum, wie nennt man das, viszerales Fett habe, also das Fett um die Organe rum. Genau, ja.
Ja. ne? Ja, genau so ist es. Kann man das so sagen? Ja, doch, wirklich, also Visceral heißt ja also um die Organe, deswegen jedes Organ hat ja so 'ne sollte 'ne kleine Fettkapsel auf jeden Fall haben. Genau, Ja, ja. ne? Und, da war auffällig, dass halt bei mir kaum was ist und, auch der Abstand zwischen Wirbelsäule und Bauchdecke waren nur 13 Millimeter. Und wenn man sich überlegt, dass dann halt irgendwie allein 'ne Arterie und so 'n Daumen dick ist und dann misst man den mal Ja, mit 'm Metermaß, dann stellt man fest: „Hä, irgendwie ist ja da gar kein Platz. Wo soll denn das alles hin?“ Kein Wunder drückt es dann irgendwie das, was halt weicher ist, das wird dann von dem, was stärker ist, abgedrückt, ne? ja, ja. Ja, es ist ja schon unterschiedlich, wenn man sieht, wo es überall die Kompressionssyndrome gibt. Und das Schwierige ist halt auch, man geht mit diffusen Beschwerden zum Arzt und sagt: „Mir tut's da und da und da und da und dort weh und ich habe die und die Beschwerden.“ Und der Arzt denkt halt, passt alles irgendwie nicht zusammen. Blutbild ist okay, Ultraschall, also der normale Bauchultraschall ist okay. Ja. Und dann sind die oft halt total ratlos, weil natürlich die Kompressionssyndrome aber auch super diffuse Beschwerden machen, muss man halt ja auch, irgendwie sagen, aber ist halt schwierig. Aber ich finde zumindest die Endotrin-Zentren, also wenn man hört Endometriose oder vermehrte Bauch-OPs, Gebärmutterentfernung, dann sollte man es immer auf dem Schirm haben, dass man's Ja, zumindest mal klärt. Ja. am besten vor der Gebärmutterentfernung. Ohne Gebärmutterentfernung, genau. Deswegen, weil ich Ja. erlebe auch, dass es den Patienten, dass sie dann die setzen alle Hoffnung da drauf, wo ich immer denke, also, ich Mhm. kann's verstehen, dass man sagt: „Boah, ich will dieses Teil raushaben.“ Mhm. Aber danach, also, ich erlebe tendenziell eher mehr Frauen, die danach immer noch Probleme haben oder mehr Probleme haben Ja, als Frauen, denen's besser absolut. geht. Und deswegen, da denke ich mir, wir müssen alles ausschöpfen, was irgendwie geht, bevor die Gebärmutter entfernt wird, weil, ja, auch bei der Endometriose, das heißt ja oft, ja, ja, wir machen die Gebärmutter mal raus, aber viele, denen ist ja gar nicht klar, es heilt die Endometriose nicht. Und ich glaube, in den wenigsten Fällen kommen wirklich diese massiven Beschwerden von der Adenomiose. Also, Ja, meistens sind's, also meiner Meinung nach, vor allem eben die Endometrioseherde und alles drumherum, wie Kompressionssyndrome. Aber die Adenomiose, klar, starke Blutungen und, aber nicht, diese komischen diffusen Beschwerden im restlichen Körper. ja, genau. Und das ist ja das Problem, wenn ich mir überlege, es ist ja, wie du vorhin gesagt hast, ne, von Kopf bis Fuß gefühlt und dann geht man halt wegen dem Kopf zu dem Arzt, ne? Dann, weil man vielleicht irgendwie auch so mit 'm Sehnerv oder so vielleicht Probleme hat, geht man zum Augenarzt. Dann hat man Flankenprobleme, dann geht man zum, Orthopäden, oder man hat irgendwie mit den Beinen Probleme, ne? Also, und es gibt einfach, keine Fachrichtung, die sich jetzt nur darauf spezialisiert, ne? Vielleicht noch irgendwie Gefäßärzte, Ja, Angiologen, aber, da war ich auch und die haben sich dann im Prinzip nur meine Beine angeguckt, ob ich irgendwelche Krampfadern in den Beinen habe. Also, es fehlt da einfach. Also, die Hoffnung ist ja wirklich da, dass dann, es in Zukunft wirklich mal Ansprechpartner gibt. ja. Ja, tatsächlich, wo die Patientin, die eine dann war, ist tatsächlich nach Kiel gefahren. Also, wir sind ja hier in Aachen, nach Kiel gefahren, zu diesem, Dr. Alkatut, der ist ja Neuropelviologe und er Ja, hat den dich kenne ich. direkt auf dem Schirm gehabt. Aber, dann hört's auch langsam auf in Deutschland, dass man Neuropelviologen findet. Ähm, ja, und, wer ist halt da die Anlaufstelle? Und ich sehe halt auch ganz oft, dass es große Differenzen gibt. Der eine sagt halt bei der Patientin ganz klar: „Wir sehen hier die Kompression, das ist massiv.“ Und der andere sagt: „Ne, ich Ja, sehe hier gar nix.“ Wo ich mir denke: „Wie ja, kommt denn diese Diskrepanz von es ist ja. massiv zu hier ist gar nix?“ Wo ich mir denke, da muss es doch, wenn man doch das sieht, okay, also, es gibt ja doch irgendwelche Vorgaben wie überall in der Medizin. Da kann ich doch nicht sagen, da ist nix. Mhm. Aber, weil du jetzt, Dr. Alkatut ansprichst, finde ich jetzt interessant. Der hat dann die Gefäßkompression ins Spiel gebracht? Ja, also er hat 'n Ultraschall bei der Patientin gemacht und der hat direkt gesagt: „Ach übrigens oder wissen Sie, ich sehe hier dies und das.“ Mhm. Und also, damit haben wir halt überhaupt gar nicht, gerechnet, dass er das direkt gesehen hat. Ja. Mhm. Ja, ich frage nach, weil ich war selber bei ihm. Also, ich hatte die Diagnose ja von, Dr. Putz in Neubrandenburg bekommen, wie gesagt, der ja auch Neuropelviologe ist. Und war ja dann bei, Dr. Schollbach in Leipzig, um da noch mal das zu bestätigen und war aber, später auch noch mal selber in Kiel bei Dr. Alkatut, um da noch mal im Prinzip 'ne noch mal bezüglich Pudendusneuropathie, 'ne Meinung zu bekommen, wobei er dann meinte, ich hätte eher 'ne Vulvodynie. Mhm. Und ich weiß noch, das war so 'n bisschen, hm
was ich g nicht so schön fand und was ich vorhin auch gemeint hatte mit Kollegen, also Arztkollegen unter sich. Ich war bei ihm, habe die ganzen Unterlagen, aus Neubrandenburg dabei gehabt, und dann, als ich mich umgezogen habe, hat er mit seiner Assistenzärztin meine Unterlagen angeguckt und hat dann so 'n bisschen gesagt so: Alle, die vom Doktor Putz kommen, haben diese Gefäßkompressionssyndrome“, und hat dann so 'n bisschen gelacht mit seiner Assistenzärztin und dann dachte ich schon: „Okay, also der Ja, scheint es“. vor allem vor dem Patienten 'n bisschen unprofessionell, finde ich. Also, ich weiß nicht, ob man Na sich ja, da nicht ich habe mich ja umgezogen, ne? Aber wenn ich halt nebendran stehe und mich grade ja, irgendwie wieder anziehe und er dann halt, dann so 'n bisschen die Befunde belächelt, von 'nem Arztkollegen und sagt: „Oh, alle, die von dem kommen, haben diese Gefäßkompression“, wo ich dann denke: „Ja, vielleicht, wär's auch mal sinnvoll, das ernst zu nehmen und mal sich selber Gedanken zu machen, ob vielleicht was dahinter ist.“ Und deswegen überrascht es mich so, dass du jetzt sagst, dass er das selber diagnostiziert. tatsächlich ja. Ja. Na Also, ja, dann hat er ja das ist vielleicht aber dazugelernt, freut mich. ja. Ne, aber bei Patienten, die wurden dann hier noch mal überprüft und waren halt vorher bei den allen anderen und dann heißt's auch: „Ne, das ist nicht so“, aber die Patienten haben's ja im Befund, Mhm, schriftlich stehen, dass es da 'ne Kompression gibt, mhm. dass man das dann wirklich anzweifelt, warum sich die Leute dann nicht vielleicht wirklich mal zusammensetzen und mal drüber sprechen und austauschen. Das wäre irgendwie schön, Das dass man frage dann ich mich ja. auch. Ja, weil also, ich finde, das ist wahrscheinlich auch wieder so 'n Ego-Ding, dass dann jeder denkt, er weiß es besser, aber ich finde, wir konnten vielleicht alle 'n bisschen was voneinander lernen, weil es sind ja auch Sachen, die habe ich früher vielleicht so gemacht, wo ich mir denke: „Okay, erfahrungsgemäß durch andere macht man die halt jetzt irgendwie anders.“ Also, entwickelt sich ja alles weiter. Ja, ja, ja. Also, ich würde ja am liebsten wirklich die Ärzte, die die sich aktuell damit, auseinandersetzen, die würde ich irgendwie am liebsten packen und alle in so einen Raum setzen. So, das Ja. ist hier, Ich wo ich sammle dann denke tatsächlich auch für meine Patienten immer ich mache immer 'ne Liste und trage dann immer, wenn Patienten irgendwo zufrieden waren, trage ich die auf der Liste ein und noch mal die Spezialisierung und manche sind ja aber mittlerweile, komplett privat, wo ich mir denke: „Wie soll sich das ein normalsterblicher, normal verdienender Mensch leisten können?“ ja, Also, ich finde, da muss man halt auch, das irgendwie noch im Rahmen halten, dass es irgendwie machbar ist, an ja. Kosten, weil manche Kliniken, die sind halt auch, was jetzt Neuro-MRTs und sonst was angehen, wenn man die Nerven dann doch noch mal überprüfen will, ja, ist es, Mhm. unbezahlbar. Ja, Ja, leider. ja. Ähm, Jetzt würde ich natürlich gerne wissen, fällt dir irgendwas auf, an den Patienten mit Gefäßkompressionssyndrom, die bei dir sind? Ich kriege zum Beispiel von meiner Osteopathin, seit Jahren gesagt, sie verzweifelt an mir und das sagen fast eigentlich alle, ob in Reha oder irgendwo anders, dass ich so eine extreme, hohe Spannung im Körper habe, wo mich immer verwundert, weil letztendlich liegt ja irgendeine Bindegewebsschwäche vor, weshalb ja die Organe auch absacken ganz oft, ne, und die Vene ja auch, ja, vermehrt eingedrückt werden kann, weil die auch nicht so stabil ist. Und ich frage mich immer, wie passt das zusammen? Ja, also ich finde auch bei den Patienten ich finde, die sind oft eben sehr, sehr schlank, sehr mobil und beweglich. Und wenn man aber also osteopathisch ist es ja so, ich sage jetzt mal so, wir tasten erst mal den ganzen Körper ab und schauen, okay, wo gibt's irgendwie 'ne Diskrepanz zwischen rechts und links, wo ist vermehrte Spannung? Mhm. Man guckt sich die Statik an, weicht irgendwo was von der Statik ab und, man erfüllt ja praktisch mit seinen Händen, okay, wo ist mehr Spannung? Man bewegt die Gelenke und Strukturen durch. Und ganz oft finde ich eben bei Patienten auch 'ne massive Spannung im kompletten Bauchraum, also, dass der Bauch sich oft schon so, ich sage jetzt mal, aufgequollen anfühlt, dass, man merkt, okay, die Organe sind was heißt schlecht verschieblich? Ich sage es jetzt einfach mal so, wie ich's spüre, weil das ganz oft halt die Patienten sind, die so viele Bauch-OPs haben. Da hat man das Gefühl, Mhm. es ist alles nur noch ein, äh, Klumpen und ist überhaupt nicht mehr mobil. Auch, dass das Zwerchfell massive Spannung hat, dass die Patienten gar nicht mehr tief einatmen können, weil der Bauchraum so verwachsen ist. Und grade Ja. die Atmung ist ja wichtig, dass eben das ganze Blut und die Lymphe, dass die zirkulieren können und auch, dass der Beckenboden 'ne massive Spannung hat. Also, ich glaube, dass es oft bei den Patienten, ich sage jetzt mal so 'n bisschen kompensatorisch ist. Eigentlich sind die überbeweglich, also hypermobil, aber kompensatorisch versucht der Körper irgendwie 'n bisschen Spannung reinzubringen, um das System irgendwie so aufrechtzuerhalten. Also, so Mhm. erkläre ich's mir.
Und die Patienten stehen ja auch unter massivem Druck, wenn man da wirklich eine Spannung hat, also sich in 'n massiver Druck aufbaut, weil irgendwas nicht richtig zirkuliert und abfließt. Ähm, also auch der komplette Schädel, also manchmal hat man das Gefühl, man hat hier einen Stein auf der liegen, der Schädel, aber alles, was man ja an Gewebe hat, wenn man das komprimiert, sei es uns jetzt unser Arm oder unser Kopf, wir merken ja, das gibt irgendwie bis zum gewissen Grad nach. Ja. Und bei den Patienten ist es wirklich ein Stein. Und so fühlen die Patienten sich ja auch, dass sie sagen: Mhm. „Boah, mir tut alles weh, ich fühle mich wie 80 Jahre alt“, oder ich finde auch keine Position mehr, die erträglich ist. Die können, Ja. also 'n bisschen gehen geht vielleicht noch, aber langes Gehen, langes Stehen, Sitzen, Liegen, die finden ja keine Position mehr, die erträglich ist. Ja. Oder haben auch oft so das Gefühl, also eine Patientin beschreibt immer, sie hat das Gefühl, sie hat so 'n Fremdkörpergefühl am Beckenboden auf der linken Seite und die hat sagt immer, als hätte mir da irgendwie jemand irgendwie 'ne Faust drin und, Mhm. also sie hat halt auch, 'ne Kollateralbildung, also Krampfadern im Beckenraum. Und da ist zum Beispiel bei ihr war auch noch in der Vorgeschichte viele, also Nabelbrüche, Leistenbrüche, Mhm. also dass man wirklich auch merkt, das Gewebe, hat anscheinend, also es gibt 'n Bindegewebsdefekt Mhm. oder 'ne Bindegewebsschwäche. Ja, Mhm. Ja, ist interessant, mit dem, dass der Körper irgendwie versucht, Spannung aufzubauen, ne, irgendwie Haltung aufzubauen. Ich denke, dass wahrscheinlich auch extrem viel durch Hohlkreuz und Skoliose kommt, was ja viele auch betrifft, ne, wo ja generell dann schon einfach 'ne, unterschiedliche oder der Körper versucht irgendwie zu kompensieren, ne? Und also, ich habe zum Beispiel links immer extrem Verspannungen gehabt und ich hatte interessanterweise auch dieses Fremdkörpergefühl, allerdings nicht irgendwie so unten, im Beckenbodenbereich oder so, sondern eher, eigentlich da, wo die Niere ist. Also, ich habe immer das Gefühl gehabt, mir drückt jemand mit der Faust da so neben die Wirbelsäule rein und ja, ja, dieses nicht schlafen können, nicht liegen können, keine Position finden, nicht sitzen können. Also, weil ich sitze jetzt auch hier und die ganze Zeit drückt sich bei mir halt dieser Schmerz im Hintergrund nach vorne, so der halt sagt: „Steh auf, steh auf, steh auf“, weil es tut mir halt weh zu sitzen und ja, ich verbringe dann irgendwie eigentlich fast den ganzen Tag aufm Sofa, weil ich mich da irgendwie immer wieder hin und her Position ändern kann. ja, ja. Und ich denke mal, dass ja auch so 'ne Körperspannung entsteht, wenn man halt auch chronische Schmerzen hat, oder nicht? Auf jeden Fall, also grade chronische Schmerzen, viele haben massive Probleme auch mit dem Kiefer. Also, man weiß ja, ein Kiefergelenk, kompensiert Ja. ziemlich viel. Also, Mundboden, Zwerchfell, Beckenboden ist 'n Riesenthema. Und wenn man sich ja schon vorstellt, dass der Bauchraum schon so gestaut ist, dann kann das Zwerchfell sich ja gar nicht vernünftig, absenken und man versucht ja gar nicht mehr tief einzuatmen und zieht ja schon automatisch die Schultern hoch, weil man versucht, irgendwie im Bauchraum Platz zu schaffen. Mhm. Und, da ist es natürlich kein Wunder, dass alles pickepacke-fest ist, weil, ja, es nicht zirkulieren kann. Und ich glaube auch diese, Zirkulationsproblematik von, frisches Blut kommt zur Muskulatur hin und zu dem restlichen Gewebe und fließt, das alte Blut fließt ab. Also, Mhm. diese Versorgung und der Stoffwechsel, also, könnte ich mir natürlich auch vorstellen, dass das total, aus'm Gleichgewicht gerät. Und viele Patienten erlebe ich tatsächlich auch, die auch massive Magen-Darm-Probleme haben. Also, das heißt jetzt ständige Durchfälle, Mhm. grade wenn sich, diese Stauung wieder löst, massive Verstopfungen, also, beides tatsächlich. Und da viele kompensieren halt auch die Verdauungsprobleme von der Wirbelsäule, und versuchen da irgendwie was auszugleichen. Also, ja, und man sieht dann halt, die Patienten haben dann Darmbeschwerden, gehen wieder zum Mhm. Darmspezialisten, gehen zum Hausarzt, man findet wieder nix. Also, ich habe auch Patienten mit massiver Übelkeit, die sich nach jeder Mahlzeit, übergeben müssen, wo man sagt: „Ja gut, ist halt irgendwie psychosomatisch.“ Aber wo ich mir denke, es gibt ja auch ein Kompressionssyndrom, das genau diese Beschwerden macht. Ja. Und die Patienten, die vielleicht, also natürlich, es gibt ja viele Endometriose-Patienten mit chronischen Schmerzen, die, ähm, also dadurch durch diese ständigen Schmerzen natürlich auch Depressionen entwickeln, Angststörungen, Panikattacken, aber die werden halt oft nur auf das reduziert und dann heißt: „Ja gut, die hat wahrscheinlich irgendwie wieder 'ne Panikattacke.“ Vor allem wieder natürlich die Frauen, wie immer, dass man dann sagt, man nimmt sie nicht ernst und guckt, ne, also noch was steckt denn noch dahinter? Warum Mhm. könnte es 'n ständiges Erbrechen geben, obwohl die Patienten sagen: „Ich, habe extrem abgenommen, ich würde gerne was essen, aber es Mhm. bleibt, selbst Wasser bleibt zum Teil nicht mehr drin.“ Ja. Und da habe ich manchmal auch so, ich möchte gerne den Patienten helfen, aber wenn ich nicht weiß, wo kann ich sie hinschicken, wer nimmt diese Patienten ernst und wer,
schaut danach. Es ist halt Mhm. schwierig und super frustrierend, weil, natürlich in der Osteopathie versuche ich natürlich auch immer, den Patienten irgendwie ganzheitlich zu helfen, aber mir ist ja natürlich auch bewusst, wenn's jetzt Kompressionssyndrome sind, also wenn es strukturell ein Problem gibt, kann ich vielleicht, versuchen, die Beschwerden zu lindern, zu versuchen, die Zirkulation zu verbessern, Spannung zu lösen. Aber auf lange Sicht gesehen muss man halt gucken, okay, natürlich bin ich auch dafür, dass wirklich nur operiert wird, wenn es unbedingt sein muss. Ja, Aber wenn ich Patienten habe, die schon fast Opiate nehmen und ihr Leben überhaupt nicht mehr führen können, dann denke ich mir: „Okay, das bringt dem Patienten ja auch nix. Vielleicht muss man da doch schauen, dass man, irgendwie operiert und dem Patienten Entlastung bringt“, weil diese permanente Stauung, wo führt ja auch zur Minderdurchblutung von irgendwelchen Organen, wo ich mir denke, das kann man ja auf Dauer nicht lassen. Grade vor mhm, allem, weil es ja auch viele junge Patienten sind, wo ich mir denke: „Okay, wenn ich jetzt 80 Jahre alt bin, kann man das vielleicht noch längerfristig mit Schmerzmitteln behandeln, aber irgendwo ist ja dann auch mal gut. Also, grade die Patienten, die sagen: „Ich will eigentlich Sport machen, ich will mich bewegen, ich will irgendwas tun“, die einfach froh sind, wenn die ihren Job rumkriegen. Also, ja, ja. Oder den Alltag, ne? Also, oder es den ist ja Alltag, ja. schon, dass man da dann teilweise einfach den Alltag auch gar nicht mehr bewerkstelligt bekommt und auch gar nicht mehr arbeitsfähig ist. Und ich glaube, niemand hat sich das so vorgestellt. Ähm, Ja, es ist doch auch, so, dass dann, glaube ich, wenn der Blutkreislauf gestört ist, dann gibt es ja nicht nur irgendwie mit der Durchblutung der Organe Probleme, sondern auch die Muskeln und, Sehnen und so sind ja dann auch nicht richtig, versorgt, oder? Also, ja. Also, dass grade da Regeneration, Muskelspannung ja, entsteht. genau. Also, auch Regeneration. Also, viele Patienten sagen dann auch: „Ich versuche Sport zu machen“, Mhm, und wenn ich Sport mache, währenddessen geht es manchmal einigermaßen, aber die Nächte sind danach der absolute Super-GAU mit Schweißausbrüchen. Also, das vegetative Nervensystem reagiert, dass man 'n schnellen mhm, Puls bekommt, also, dass man auch merkt, okay, vielleicht auch Nebenniere, ist extrem getriggert und der Körper merkt, hier stimmt irgendwas überhaupt nicht und versucht irgendwie dagegen mhm, zu steuern. Also, auch massive, wie soll ich sagen, Überlebensreaktionen, die der Körper ja. dann da zeigt. Und, also jetzt ich bin da mal, also, ich bin da echt auch oft sprachlos und schockiert, mit was für Beschwerden die Patienten kommen, die dann so massive Schmerzen haben, dass sie sagen: „Ich fahre ins Krankenhaus.“ Ja, und dann fährt man ins Krankenhaus, die Patienten fahren ins Krankenhaus und dann kriegen die vielleicht 'ne Schmerzinfusion, aber klar kann man in dem Moment dann wahrscheinlich akut nicht sagen: „Okay, wir machen sie auf“, aber, Mhm. wenn's einem schon so schlecht geht, dass man sagt: „Ich bin bereit, ins Krankenhaus zu fahren“, dann ist es, finde ich, schon äh, ja, weit fortgeschritten. Ja, das Schlimme ist, dass ich halt auch oft in der Situation war und das kennen sicherlich dann auch einige, bin ich mir ganz sicher, ähm, dass ich so schlimme Schmerzen hatte, dass ich es nicht mehr ausgehalten habe, aber jegliches Schmerzmittel, ob jetzt speziell für Nervenschmerzen oder so, hat einfach nicht geholfen und die Verzweiflung so groß ist, dass man denkt: „Ich wähle jetzt wirklich den Notruf, ja, Ja, aber mit der Gewissheit, die wissen ja gar nicht, was sie mit mir machen sollen. Und da kriegst du dann auch einfach Paracetamol oder keine Ahnung, ne? Also, weil ich habe mich dann auch mal irgendwie, einweisen lassen mit den übelsten Schmerzen, mit, Empfindungsstörungen, Ausfall der Beine und so. Und dann lag ich da und habe dann sogar selber noch gesagt: „Könnten Sie bitte nach Endometriose schauen?“ Und war dann beim, Chefarzt der Gynäkologie und, das war bei mir hier in 'nem Nachbarort und der meinte, bei mir wäre alles in Ordnung. Also, der hat nicht mal bei mir gesehen, dass ich Adenomiose habe. Und diese Gewissheit, ich kann nicht mal, also, nicht mal im Krankenhaus können die mir helfen. Das ist so 'ne Notsituation, wo man wirklich denkt, ich sterbe jetzt ja, wahrscheinlich oder ja, also, das ist richtig, das macht so krass was mit der Psyche. Ähm, natürlich. Klar, du hast es auch gesagt, wenn da, Kompressionen sind, da bringt's auch nix, wenn man irgendwie so 'n bisschen, äh, was weiß ich, massiert oder, ja, Nahrungsergänzungsmittel nimmt oder so. Aber letztendlich sind wir ja alle so, dass wir nach jedem Grashalm greifen und wir alles Mögliche versuchen. Und ich glaube, es geht auch 'n Stück darum, den Körper irgendwo 'n bisschen zu entlasten und dem Körper auch Gutes zu tun. genau. Ähm, wie ist es bei dir im Alltag? Äh, kriegst du so an Rückmeldungen? Was tut den Patientinnen gut? Wo hast du die Erfahrung gemacht, das ist so was, wo du denen dann raten kannst oder,
machen kannst, um so 'n bisschen Linderung in die ganze Problematik reinzubringen? Also, es ist immer sehr individuell. Also, man kennt's ja bei allen Patienten, jeder hat andere Beschwerden. Der eine hat Mhm. massive Schmerzen, der eine hat Probleme beim Sport, der andere gar nicht. Und, hier gehe ich eigentlich immer halt individuell ran, schaue, wo sind die Spannungen beim Patienten, wie können wir es vielleicht schaffen, da Entlastung reinzubringen. Also, ich schaue osteopathisch immer irgendwie nach dem Beckenboden, versuche den Patienten da auch Übungen mitzugeben oder die noch mal zur Beckenbodenphysiotherapie zu, überweisen, Übungen fürs Zwerchfell oder die Atmung, fürs Kiefergelenk. Also, dass wir da wirklich versuchen, ähm, Platz zu schaffen, also alle Strukturen, so gut wie es geht mobil zu machen. Ja, auch so gut wie es geht Vernarbungen, manche haben ja große Bauchnarben auch äußerlich, dass man Narbenmobilisation macht, Verwachsung auch an den Organen, dass man wirklich so gut wie irgendwie möglich osteopathisch, Organe mobilisiert und Strukturen, wo man merkt, okay, da ist dieser Klumpen, den müssen wir irgendwie 'n bisschen locker und mobil kriegen, weil wenn wir Mhm. uns bewegen, muss sich ja natürlich der Inhalt im Bauch, Ja. und alles gut, mitbewegen. Und dass man vielleicht auch guckt, was könnte der Patient, was ist jetzt zum Thema, ich sage jetzt mal, Sport oder Mobilisation, was kann man selbst noch zu Hause machen? Was ist dem Patienten überhaupt möglich, je nach Mhm. Beschwerdebild? Oder zumindest an manchen Tagen, dass man irgendwie 1, 2 Übungen versucht, um sich selbst zu mobilisieren, um da irgendwie den Abfluss zu verbessern. Das wäre 'ne Idee auf jeden Fall. Und, ja, also mir ist immer wichtig, dass der Patient auch, was mit an die Hand bekommt, und selbst 'n paar Übungen machen kann, dass man dann nicht so ganz hilflos ist und sich immer nur von einem Osteopathietermin zum nächsten hangelt. Mhm. Und, ich gucke natürlich aber auch immer innerlich, dass wir sagen: „Okay, was“, weil manchmal können wir halt nur, ich sage jetzt mal, symptomatisch arbeiten, aber wenn die Patienten massive Magen-Darm-Beschwerden haben. Also, die eine Patientin, die hat massive Probleme mit Verstopfung gehabt, und wenn natürlich dann noch der Darm nicht arbeitet und sich noch mehr Spannung im Bauchraum aufbaut, dann kann es natürlich noch mehr Beschwerden machen. Und da haben wir es wirklich hinbekommen, dass wir 'ne gute Magen-Darm-Diagnostik gemacht haben und gesagt haben: „Okay, wir gucken, was können wir dem Darm noch Gutes tun? Wie können wir die Verdauung und den Transit gewährleisten, dass sie regelmäßigen Stuhlgang hat?“ Weil umso mehr natürlich dann sich da staut und der Körper vielleicht wieder aufnimmt von dem, was eigentlich raus soll, führt ja natürlich auch zu, Erschöpfung, Müdigkeit, Schmerzen, und, ja, neurologischen Geschichten wie Konzentrationsproblemen, Brain Fog und die ganze Geschichte. Mhm. Dann auch Nährstoffe abklären, was können wir vielleicht noch tun, um irgendwie, ja, die, die Nährstoffversorgung, zu gewährleisten und zu verbessern, Erschöpfung zu verbessern. Ähm, dass man an ganz vielen Puzzleteilen eben schaut, manchen Patienten hilft Wärme gut, oder da finde ich's halt auch wichtig, halt mit anderen Therapeuten, wie gesagt, Physiotherapeuten, mit Akupunktur, also alles, was es irgendwie gibt, dass man für sich als Patient so seinen Koffer packt und weiß: „Okay, ich habe Möglichkeiten, wie ich mir noch selbst helfen kann.“ Natürlich, wenn man jetzt so 'ne, krasse akute, Schmerzphase hat, kommt man meistens natürlich um irgendwelche starken Schmerzmittel oder Blutverdünner, nicht drum herum. Aber ja, dass wir versuchen, alles noch mobil zu halten und zu gucken, ob wir nicht Mhm. irgendwie da in dem Bereich 'n bisschen Platz schaffen. Also, das ist die Idee dahinter, die Zirkulation zu verbessern und Platz zu schaffen, um irgendwie da, ja, die Zirkulation aufrechtzuerhalten. Ja. Ja. Hättest du denn 'n Tipp, was man bei Verstopfung oder Darmproblemen generell, sich Gutes tun kann? Also, ich weiß, es ist individuell, aber es gibt ja manchmal trotzdem schon so Ja. Ja, also, dass man zum Standardsachen. Beispiel, also, jen es kommt ja drauf an, ist der Darm so träge dadurch, dass man jetzt zum Beispiel zu wenig Ballaststoffe isst oder zu wenig trinkt, oder ist der Darm träge, weil es vielleicht massive Verwachsung im Bauchraum gibt? Also, da wäre zum Beispiel natürlich, Erhöhung von Ballaststoffen, wie zum Beispiel, was oft auch gut bei Reizdarm vertragen wird, wäre dieses PHGG, also das hydrolysierte Guarkernmehl. Ich weiß nicht, ob du's kennst. Das ist so 'n Ne. Ballaststoffpulver, das man langsam steigert, weil's es sonst so viel Blähung macht, wenn man das auf einmal die Höchstdosis Mhm. gibt, dass man natürlich ausreichend trinkt, dass man sonst versucht, mit, Bauchmassagen wirklich den Darm in Bewegung zu bringen. Also wirklich, grade wo man merkt, manche Patienten sagen ja: „An der Stelle, da habe ich immer das Gefühl, es hängt und es staut sich und wenn ich da massiere, dann gluckert's schon.“ Also Mhm. grade, hier rechter Unterbauch, neben der Beckenschaufel, dass man da gut massiert, also dass man, wirklich, dem Darm gut, den anregt. Dann Ja. ist natürlich auch, wichtig Stressreduktion, weil grade wenn wir halt permanent, wenn der Körper so im Fluchtmodus ist, dann ist die Verdauung natürlich
stillgelegt. Also, hier auch Atemübungen wirklich in den Bauchraum versuchen reinzuatmen, dass wir halt auch das Zwerchfell aufdehnen können, dass wir wirklich gut gucken, auch das Zwerchfell zu dehnen. Also, das heißt jetzt über so Atemübungen, wo man praktisch die Flanke dehnt und dann versucht auch in die Rippen, ähm, einzuatmen oder dass man versucht, die Rippen praktisch anzuheben, Mhm. und über mehrere Atemzüge nach außen aufzudehnen. Und natürlich so Yoga-Positionen, die Kobra zum Beispiel, wo man sich auf den Bauch legt und hochstützt und wirklich versucht, auch den ganzen vorderen Bereich mit Bauchmuskeln und Zwerchfell alles, irgendwie zu dehnen, um da, Bewegung reinzukommen. Aber natürlich auch so Sachen wie Bittertropfen, ob mit oder ohne Alkohol oder Bittertee, also Bitterstoffe regen ja auch die Verdauung an. Also, das wäre Mhm. wirklich wichtig, und mal so die ersten Schritte, die man, egal wo's jetzt dran liegt, mal versuchen könnte, ob das wirklich, Erleichterung bringt. Aber das wäre wichtig, dass es da nicht noch Verstopfung gibt, die noch mehr Platz wegnimmt und der ganze Darm da voll ist mit Stuhlgang und mit Luft, Ja. weil das macht's natürlich, noch schlimmer. Ja, Mhm. Ja, genau. ich hatte ja auch, also, ich habe Gott sei Dank habe ich damit nicht so Probleme. Ich habe natürlich diesen, ja, Endobelly, wie man's so kennt, ne? Und also wirklich so immer so 'n dicken Bauch und manchmal ist der auch richtig prall. Da fällt mir ein, dass halt auch, einige mit Histamin, Probleme haben. Ja. K kannst du dazu was sagen? Oder mal erklären, warum das so ist? Warum ist Histamin irgendwie was ist da das Problem? Ja, ich frage mich grade, wo ich anfange, weil das Thema ziemlich komplex ist. Also, oft mit Endometriose hat man, 'n Problem auch mit 'ner Östrogendominanz und Östrogen und Histamin bedingen sich gegenseitig. Also, hoher Östrogenlevel bedeutet höheres Histaminlevel und auch andersherum. Also, Histamin bedingt Östrogen. Und, ganz oft ist das Problem, dass also, viele lassen ja dann alle histaminreichen Lebensmittel weg, was halt natürlich so gut wie unmöglich ist, weil fast jedes Lebensmittel entweder 'ne Histaminreaktion auslöst oder, Histamin enthält. Also, faktisch ist es halt so gut wie unmöglich. Und oft sehe ich, dass Histamin eigentlich das aus der Nahrung nicht, ähm, das Hauptproblem ist, sondern dass oft der Darm also, dass wir 'ne Fehlbesiedlung im Dünn oder Dickdarm haben und hier viel zu viel Histamin produziert wird oder Stoffe wie dieses DHO aus der Darmschleimhaut nicht ausreichend gebildet werden können, um das Mhm, Histamin abzubauen. Also, mhm, in den meisten Fällen ist es tatsächlich der Darm und es gibt ja auch also, gibt noch nicht so viele Studien, aber es gibt Zusammenhänge zwischen dem Darm und auch Endometriose und chronischer Entzündung, weil der Darm halt auch oder die schlechten Bakterien massiv an Toxinen bilden können, die dann Entzündungen im Körper fördern und auch Blutzuckerprobleme bei Endometriose, die wieder, Stresshormone ausschütten und das führt wieder zu Histaminausschüttung. Also, es sind da ganz viele Sachen, die da mit reinspielen. Und natürlich gibt's auch, das Mastzellaktivierungssyndrom, das natürlich auch 'n bisschen, ja, wie soll ich sagen, nicht so oft, erkannt wird und, ja noch relativ neu ist. Und das gibt's natürlich auch. Das wäre mhm, 'ne schon 'ne krasse, massive Ausprägung. Aber hier gibt's zum Beispiel auch wieder 'n Zusammenhang zwischen, Mastzellaktivierung oder auch POTS, also das postorale Tachykardie-Syndrom und, dem Darm. Also, hier führt also, deswegen ist es mein zweites Steckenpferd, der Darm, weil ich eigentlich auch Reizdarmpatientin war. ja, Und, man da wirklich einiges tun kann. Und, deswegen, ich finde es jetzt nicht die Lösung, dass man sagt, man gibt bei einem 'ne Tablette drauf, sondern man schaut vielleicht auch: „Okay, was sind Trigger? mhm, Welche Trigger kann ich beheben?“ Man kann leider nicht alle Trigger beheben, mhm, aber, klar spielt Histamin ja in der Gefäß ja, Weit und Engstellung und Regulation natürlich auch, 'ne Rolle und kann natürlich auch Schmerzen, verstärken und, Periodenschmerzen verstärken. Ja, aber also deswegen, ich finde, es ist viel zu kurz gedacht zu sagen: „Ich habe Endometriose, ich nehme 'ne Pille, ich operiere oder lasse mir die Gebärmutter entfernen.“ Also, ja, das ist so ein Riesenfeld und wir haben so viele Stellschrauben, an denen wir drehen können. Und es wäre so schön, wenn auch in den Rehas, die die Patienten haben klar, da wird schon auf einiges eingegangen, aber dass da auch mehr dass sie breiter aufgestellt sind und den Patienten eigentlich viel mehr, Tools an die Hand geben und wissen, was man tun kann, grade auch im Hinblick auf Kompressionssyndrome. Einfach auch, dass man weiß: „Okay, da gibt's noch was, das kann ich abklären.“ Ich bilde mir die mhm. Symptome eben nicht ein, sondern die Symptome sind da. Das ist ja schon mal, finde ich, auch viel wert, wenn man dann irgendwie erfährt: „Okay, ich habe doch nix am Kopf, sondern es gibt wirklich 'n Problem.“
Mhm. Ja. Jetzt hast du ja schon erwähnt, Mastzellaktivierungssyndrom und, POTS, das ist boah, ich kann mir den Namen einfach nicht behalten. Posturales Tachykardie-Syndrom. Genau. Kannst du vielleicht ganz grob für Leute, die jetzt überhaupt nicht wissen, was das ist, das ganz kurz erklären? Du meinst jetzt das posturale Tachykardie-Syndrom, Und das oder? MCAS. Ja, Okay. beide. Also, das posturale Tachykardie-Syndrom, ist ein Syndrom, das, oft damit einhergeht, dass man sagt, man hat massive Kreislaufbeschwerden. Also, manche Patienten, die werden auf einmal ohnmächtig und fallen irgendwie um. Man weiß noch nicht so ganz, was dahinter steckt. Man vermutet halt auch 'ne Fehlregulation des Immunsystems. Und, das hängt aber oft, also, grade mit Endometriose, es gibt so Erkrankungen, die oft zusammen auftreten, wie zum Beispiel POTS und das Mastzellaktivierungssyndrom oder Endometriose, Ja. Ehlers-Danlos-Syndrom. Bei vielen Sachen steckt, ja, das Nervensystem als Regulation dahinter, weil das Nervensystem reguliert natürlich auch unseren Blutdruck, unseren Puls. Ähm, Das Immunsystem steckt oft dahinter, also fehlgeleitete Immunreaktionen, die dazu führen können, dass natürlich, es im Kreislauf, Probleme gibt. Und, POTS passt ja auch eben zu, den Kompressionssyndromen, weil es ja da auch oft, 'ne Zirkulationsproblematik gibt, wo man dann schon auch, auf einmal höheren Puls hat Mhm. oder, das Gefühl hat, man hat Kreislauf. Mhm. Oft sind es natürlich auch grade junge Frauen, die dann irgendwie öfter mal aus den Latschen kippen, oder wo es dann heißt, okay, die haben halt irgendwelche Panikattacken oder haben hyperventiliert. Dann aber auch das Thema Mastzellaktivierungssyndrom. Also Mastzellen sind halt die Zellen, die Histamin ausschütten. Und Histamin ist ja aber eigentlich ein wichtiger körpereigener Stoff. Das heißt, Histamin ist zum Beispiel auch wichtig, für ganz viele Prozesse im Körper, unter anderem auch für die Einnistung der Eizelle, der Befruchteten in der Gebärmutter. Das heißt, ohne Mhm. Histamin würde Mhm. uns halt nicht geben. Deswegen Histamin ist ja, viele denken immer, Histamin ist immer schlecht, aber Ja. Histamin hat ja auch viele gute Funktionen. Und, ähm, das Problem ist aber, dass diese Mastzellen anscheinend auch, fehlreguliert sind. Also, hier massiv durch kleinste Reize anfangen, große Mengen an Histamin auszuschütten und der Körper es oft auch gar nicht mehr ausgleichen kann. Also, es gibt so viel Histamin, es wird so viel ausgeschüttet durch die kleinsten Reize und das, schlägt dann so 'ne Kaskade an und der ganze Körper ist halt dann absolut, äh, außer Rand und Band und da kann's zu den diffusesten Beschwerden kommen, auch mit, wie sagt man denn hier, ganz massiven Ausschlägen, Allergiesymptomen, Atemnot. Viele reagieren auf die banalsten Sachen wie irgendwelche banalen Medikamente und Lebensmittel, Mhm. Hitze, Kälte. Also, das Mhm. sind halt oft so Patienten, die natürlich wie immer auch abgestempelt werden, weil man sagt, die haben ja alles und nix. Mhm. Und diese Die sind so Mastzellaktivierung, empfindlich, ne? die sind so aber die Ja, sind auch also, ist richtig, ja, die sind auch empfindlich, aber, ja, es hat einen Grund, dass sie so empfindlich auf ja. alles reagieren, weil es halt 'ne Fehlregulation im Körper Mhm. gibt. Das ist halt noch 'n relativ neues Feld. Man kann hier natürlich auch, also, bei den POTS, kann man natürlich auch versuchen, jetzt irgendwie mit, irgendwelchen Blutdruckmedikamenten oder, auch mit Bewegung und Sport versuchen, irgendwie den Kreislauf zu stabilisieren, 'n Mhm. Ausgleich des Nervensystems. Und bei, dem Mastzellaktivierungssyndrom auch halt über verschiedene, Sachen wie, auch eben Arbeit am Darm, an Nährstoffen. Hier muss man aber wirklich vorsichtig sein, weil der Patient eben auf alles reagiert, dass man da langsam, rangeht, dass man versucht, die Mastzellen zu stabilisieren, über verschiedene Stoffe. Und manchmal muss man halt auch verschiedene Antihistaminika geben, die dann die Mastzellen erst mal Ja. stabilisieren, dass der Patient erst mal so stabil wird, dass er überhaupt dass man da was therapieren kann. Weil manchmal Mhm. ist wirklich, also, da denkt man manchmal, also, die kleinste Berührung auch auf der Haut macht Quaddeln und, die haben Ödeme, also Wasseransammlung im Gesicht, Schwellungen und, also, das Mhm. ist, also, ist schon 'n kompliziertes Feld und nicht so einfach. Aber wenn man diese Beschwerden hat, dann macht's auf jeden Fall Sinn, da mal 'ne Diagnostik zu machen und zu gucken, ob die Patienten nicht wirklich davon, betroffen sind. Aber wie auch da gibt's natürlich in Deutschland wieder wenige, die das tun. Ähm, Ja, und, beziehungsweise sorry, ja. sprech ruhig weiter, ich wollte dich nicht Ich wollte nur unterbrechen. noch sagen, es ist auch so, dass viele, aber da machen wir wieder 'n großes Feld auf, dass viele auch grade, mit Post-Covid oder Post-Vac und, Ich wollte es grad sagen. Ich wollte es grad anderen sagen. anderen, Vorerkrankungen wie Epstein-Barr-Virus, also Pfeiffersdrüsenfieber, Ja. dadurch jetzt auch mehr Probleme haben und, das ist halt, wie du dann wahrscheinlich weißt, also, es kommt jetzt ja alles erst mal so in Gang und ich finde, Deutschland ist da Mhm. leider immer 'n bisschen,
langsamer als andere Absolut. Länder. Und, da muss man halt so viel im Hinterkopf haben. Deswegen manchmal denke ich mir auch, ich könnte mit meinen Patienten 3 Stunden Termine machen, weil man kommt von Höchstchen auf Stöckchen und, Mhm. es ist halt sehr individuell, ja. Mhm. Ja, genau. Also, voll gut, dass du's jetzt wir hatten den gleichen Gedanken, glaube ich. Und zwar wirklich, ja, mit Post-Covid kommen jetzt halt diese ganzen, ne, MCAS, also Mastzellen Aktivierungssyndrom und POTS, und aber auch Fatigue, ne? Also, Syndrom, und ME, CFS. Ja. Und das liest man halt jetzt vor allem eben im Zusammenhang mit Post-Covid. Und da ist jetzt die Hoffnung so 'n bisschen bei mir, ähm, dass wir davon vielleicht mit profitieren können, ne? Also, es ist aber interessant, wie viel gleich ist, Ja. ne? Also, oft Also, schließt sich ja der Kreis, wo man, wenn man den Patienten das ja auch mal alles erklärt, diese ganzen Zusammenhänge im Körper und Abläufe, wo man immer denkt, ich denke mir auch immer, das ist ja, weil als Heilpraktiker ist ja immer das Problem, man denkt ja immer: „Gut, Aluhutträger, macht irgendwie was komische Sachen", wo ich mir denke, aber das sind ja ganz normale physiologische Abläufe im Körper, die super erklärbar sind. Also, das ist ja jetzt nix, wo man sagt, das ist irgendwie an den Haaren herbeigezogen über 10 Ecken, ähm, wo dann auch die Patienten merken: „Ah, okay, mein Körper, das hängt alles miteinander zusammen. Ich habe nicht einfach 1.000 verschiedene Sachen, sondern eins begünstigt eben auch das andere." mhm, Und, da muss man halt einfach ganzheitlich ansetzen. Da gibt's halt einfach keine mhm, einzelne Pille mhm, für alles. Und, ich hatte früh auch, bevor ich wusste, dass ich Endometriose habe, massive Reizdarmprobleme, massive Periodenschmerzen und hatte so eine Erschöpfung, dass ich wirklich auf meinen Patienten eingeschlafen bin. Also, ich wusste morgens schon nicht mehr, wie ich den Tag überstehen sollte. ja, Und dann, was alles an beknackter Diagnostik gelaufen ist, natürlich am Ende irgendwie, natürlich wieder Depression oder Narkolepsie. Und im Endeffekt hat sich meine Beschwerdesymptomatik, seitdem ich halt wirklich, meinen Darm wieder in Ordnung gebracht habe, Osteopathie, Nährstoffe, Lebensstil verändert, mhm, hat sich also das um Welten verbessert, wo ich auch mhm, früher dachte, „Es kann doch nicht sein, dass ich mit Mitte 20, nicht mehr meinen Tag gebacken bekomme", und, also so erschöpft, das kann man sich ja nicht vorstellen, wenn man so 'ne krasse Fatigue hat. Das ist, da schafft man's ja kaum, sich die Zähne zu putzen. Also, mhm, das ja, ist irgendwie, Wahnsinn, wie schwer da auch manche Patienten betroffen sind, die ja, da ist ja Licht schon zu viel Reiz. mhm, Also, ja, mhm. Jetzt haben wir ja auch wirklich viel über Darm gesprochen. Wir haben auch viel, über den Zusammenhang von Kiefer und Becken und Beckenboden gesprochen, dass es ja alles sehr verspannt ist. Also, da gibt's einfach dann gute Übungen. Man kann sich da vielleicht auch im Internet irgendwie, Übungen suchen oder eben man macht dann 'n Termin bei der Physio oder Osteopathie. genau, ja. Ähm, wo ja, ja, die dann oft auch spüren, eben mit den Händen, wo sind da so die Baustellen im Körper, und da immer wieder drangehen. Ich bin ja jetzt selber seit Jahren, also mache ich ja auch alles Mögliche und, aber mein Becken ist und bleibt sowas von bretthart. Also, die sagen auch immer, das ist wie so betoniert. Ja. Und, die Rückmeldung meiner Osteopathin war auch mal, dass bei anderen Patienten kennt sie das, dass wenn sie da dran ist an den Strukturen, dass das irgendwann nachgibt und dann auch gut ist. Und bei mir funktioniert das aber nicht. Ja. Ja, und das ist halt das, was ich meinte mit, wir wissen dann halt bei manchen Sachen, wie zum Beispiel beim Kompressionssyndrom, wir können halt nur symptomatisch arbeiten und Ja. gefühlt fängt man jedes Mal wieder so 'n bisschen neu an, aber, ähm, Mhm. ja, wie soll ich sagen, also, man weiß halt, dass man, auf der symptomatischen Ebene arbeitet und dem Patienten Mhm. zumindest 'ne gewisse Zeit Entlastung gibt. Mhm. Aber wenn du dir vorstellst, dass halt das Becken so massiv gestaut ist, also, im Mhm. Becken, dass das Becken ja nur Spannung haben kann, weil's irgendwie, versucht, es auszugleichen, ähm, da verwundert's mich jetzt halt nicht, aber das sind zum Beispiel auch Hinweise darauf, wo man sich als Therapeut überlegen muss: „Wie war jetzt eigentlich meine Herangehensweise und warum funktioniert die nicht?" Dass man hier überlegt: „Woran liegt's denn eigentlich, dass es nicht funktioniert bei dem Patienten?" Und ja, dass man dann eben weiter auf Ursachenforschung geht und guckt, was könnten wir vielleicht noch tun, was können wir an der Behandlung anpassen, Mhm. was macht's vielleicht besser? Und das ist halt auch wieder individuell, das genau das Gleiche mit den Übungen, je nachdem,
was der Mhm. Patient, hat, ähm, Mhm. muss man da halt anders rangehen und auch noch mal schauen, kann der Patient die Übung überhaupt umsetzen? Also, viele haben ja Genau. überhaupt Probleme, wo ist überhaupt der Beckenboden? Wie spanne ich den an? Wie entspanne ich den überhaupt? Wie Ja. atme ich richtig? Und also, es gibt, wenn man jetzt im Internet wirklich eingibt bei YouTube, Kieferübungen zum Kieferentspannen, Beckenboden. Also, mittlerweile gibt's ja Mhm. tausende Videos dazu. Ja, Mhm. Gut, und viele sind aber halt auch gar nicht in der Lage, entweder körperlich oder auch, mental, ne, durch diese starke Erschöpfung. Und da kann's ja trotzdem gut tun, dass man dann eben zum Termin kommt, ne, wo man dann eben nicht selber aktiv ist, ja. ne? Mhm. Und wir haben's jetzt auch ja viel über den Darm gehabt, ne, wo du auch meintest, Massagen sind ganz gut, ne, und, auch mal abklären lassen, ja, würdest du da empfehlen, dass man irgendwie auch 'ne Stuhlprobe oder so oder was dann machen würde? Oder Ja, also, also ich bin bei allem immer für messen statt raten, weil wenn ich sehe manche Patienten, was die an Nahrungsergänzungsmitteln und Probiotika und was die da schon alles reingepfiffen haben, wo ich mir denke: „Jetzt guckt doch erst mal, was braucht euer Darm?“ Weil es ist halt wie immer individuell. Ähm, ja, dass man da halt wirklich erst mal 'ne vernünftige Diagnostik macht und guckt, was ist da? Weil wenn ich mir irgendwelche Probiotika einschmeiße, die mir dann mehr Beschwerden machen, als mir mhm, hilft oder immer dieses Thema, ja, dann isst du halt mehr Ballaststoffe. Funktioniert bei den meisten halt auch nicht, weil's eher ja, mehr Probleme macht. Und da macht's halt Sinn, einfach wirklich, über verschiedenste Diagnostik, wie Stuhltests, Atemgastests zu schauen: „Okay, was ist hier eigentlich das Hauptproblem?“ mhm, Und dann wirklich gezielt ansetzen. Und das versuche ich auch mal in meinen Kursen zu vermitteln, dass man sagt: „Okay, es gibt halt nicht das Schema F und es funktioniert halt, ja, nicht bei allen so.“ ja, Und das ist ist halt, klar, ne? ja, manchmal Ja, auch Wahnsinn, auf welche, Sachen manche Patienten reagieren, wo man sagt, es geht halt eigentlich immer, aber der Patient verträgt's halt nicht und dann muss ich mir natürlich für den Patienten was anderes überlegen. mhm. Ja, Ja. ich habe halt auch, alles versucht, was mir irgendwie möglich war von Ernährungsumstellung, ne? Also, und da ist ja dann auch unterschiedlich. Manchmal heißt es ja, wenn irgendwelche Entzündungsprozesse sind, viele nehmen dann zum Beispiel Kurkuma, oder es heißt dann, man soll wenig rotes Fleisch essen, weil das irgendwie entzündungsfördernd ist, oder supplementieren. Ich bin zum Beispiel Vegetarier, das heißt, ich, supplementiere dann halt Omega-3, oder Vitamin, C oder Vitamin B-Komplex, ne? Also, ich habe da auch irgendwie all die Jahre alles probiert, was irgendwie möglich war. Und so geht's halt vielen, ne, weil man irgendwie, sich teilweise hilflos fühlt und sehr abhängig, von Ärzten auch und das Gefühl manchmal braucht, die Kontrolle irgendwie wieder zurückzubekommen Ja. über sich und seinen Körper, ne? Ja. Ja, und das Wie ist mir halt auch wichtig, also sowohl jetzt, wenn ich die Patienten mit denen so Eins-zu-eins spreche oder die behandle oder in den Kursen, dass man wirklich sagt, mir geht's darum, dass man den Patienten was an die Hand gibt, was kann ich selbst tun, dass man halt wirklich so 'n bisschen Selbstwirksamkeit hat und, ja, dass man eben merkt: „Okay, ich muss mich halt nicht nur auf Ärzte verlassen oder auf Therapeuten mhm, oder, für mich gibt's nur die Pille oder irgendwelche Hormone oder die OP“, sondern es gibt halt so viel mehr, was man selbst tun kann und mhm, es ist halt natürlich nicht nur, Omega-3 oder ich lasse die histaminreichen Lebensmittel weg, sondern es sind halt viele Puzzlestücke, die man halt da nacheinander zusammensetzen muss, weil ich bin kein Freund davon, dass man restriktive Diäten macht und sagt, man streicht alle möglichen Lebensmittel, Gluten, Milchprodukte, Histamin, Fleisch. Also, was soll man mhm. denn dann noch essen? Und, Ja, irgendwann habe ich fast gar nix mehr gegessen vor ja, lauter: unbedingt. „Das ist nicht Ja, gut, das ist ja, entzündungsfördernd, ja, das ist ja. irgendwie“, ja, Und nicht mhm, alles ist ja bei jedem entzündungsfördernd. Es kommt ja auch immer auf die Verarbeitung an, auf die Qualität an. Und ich mhm, finde, muss man halt viel differenzierter schauen, als dann zu sagen: „Auf gar keinen Fall darfst du mit Endometriose Gluten essen“ oder so. Also, kommt drauf an, auch was wir dann in der Diagnostik finden. Manche mhm, Sachen können für eine gewisse Zeit erst mal Sinn machen, aber meistens auf Dauer nicht. mhm. Ja, genau. Was können wir denn jetzt abschließend denen, die jetzt zuhören, mitgeben? Also, ich denke, ganz wichtig ist halt wirklich zu sagen, es geht einfach nur jetzt erst mal auch darum, den Körper zu unterstützen, zu entlasten, weil an der Kompression kann man so natürlich nichts, ähm, verändern, sondern jeder muss auch individuell vielleicht schauen, Stressmanagement, Stressbeseitigung, da gibt's ja auch, was weiß ich, Atemübungen, Traumreisen, ne? Also, da gibt's ja auch vieles, was man dann
einfach ausprobieren muss für sich, was einem gut tut. Was Wow, ja. würdest du denn noch, ja, so mitgeben wollen? Ja, dass man auf jeden Fall erst mal herausfindet, wo liegt bei einem selbst der Trigger, weil nicht jedes Mal bei allen ist der gleiche Trigger. Also, dass man zum Beispiel sagt: „Okay, ich muss gucken, tut mir der Sport gut?“ Auch wenn mir jetzt alle sagen, ich soll bitte Sport machen, wenn mir das nicht gut tut, dann muss ich das halt vielleicht doch erst mal lassen und was für mich finden, was mir gut tut, weil es hilft einem ja nix, wenn man dann irgendwie Sport macht und dann geht gar nix mehr und dann braucht man wieder 2 Wochen, bis man sich erholt hat. Mhm, Aber dass man halt wirklich individuell schaut, dass man, nach Möglichkeit, versucht, Leute zu finden, die, einem dabei helfen können, weil alleine ist es natürlich manchmal 'n bisschen schwierig. Aber dass man halt wirklich noch mal, wenn man so diffuse Beschwerden hat, ich kann verstehen, dass man gerne immer mal reinschaut und gerne was heißt gerne, aber, dann so weit ist, dass man sagt, man lässt sich die Gebärmutter entfernen, dass man davor wirklich alles ausgeschöpft hat und wirklich das abklären lässt, sich 'ne zweite Meinung einholt, bevor man dann wieder irgendwie operiert. Also, das wäre wirklich wichtig und wenn man so diffuse Beschwerden hat, dass man da wirklich erst mal auf Ursachenforschung geht, weil oft hängen halt viele Sachen miteinander zusammen und es ist nicht nur Kopfschmerzen oder Flankenschmerzen, sondern mhm. meist halt, ja, ein ganzheitliches Problem, irgendwo anders, was man dann eben angehen sollte, ja. Also, auf jeden Fall wie immer nicht unterkriegen lassen, auch wenn's manchmal zum Verzweifeln ist. Aber deswegen, ich finde, wenn man dann, vielleicht in Selbsthilfegruppen ist in der Nähe, sei es jetzt für Gefäßkompression, für Endometriose, damit man also, bekommt man ja immer vorgeschlagen, wo kennt sich jemand damit aus? Mhm. Also, dieser Austausch, Ja, wäre schon wichtig, ja. genau. Und da gibt's ja grade jetzt für Gefäßkompressionssyndrome zwar wenige, aber es gibt die Gruppen auf Facebook und, genau, es gibt ja jetzt auch auf Instagram, den Account von Vascular Voices, wo man sich dann informieren kann und nachlesen kann. Ja, Ähm, und gerne, verweise ich da dann auch noch mal, soll keine Werbung sagen sein, aber, auf die Webseite von Dr. Schollbach, der da einfach auch sehr viel, ja, äh, niedergeschrieben hat und der auch gesagt hat, ich darf gerne drauf verweisen. Und genau, auf Instagram versuche ich das alles noch ein bisschen einfacher zu formulieren und zu erklären, dass das allgemein verständlich ist. Und, ja, genau, gerade eben, was du auch meintest, dass halt nicht unnötige OPs oder zu oft operiert wird, gerade eben im Bereich von Endometriose, fällt es halt extrem auf leider, dass man da einfach die Gefäßkompressionssyndrome mit auf dem Schirm hat. ja, Ja. genau. Ja, ich danke dir für deine Zeit. Es war super interessant. Ich glaube, wir sind am Gerne. Anfang auch so voll abgeschweift noch so 'n bisschen, aber wir haben die Kurve dann noch gekriegt. Und ja, ich denke, dass sicherlich, einige, was mitnehmen konnten, von der Folge und ja, wünsche dir noch einen schönen Tag und, ja, vielen, vielen Dank. Danke gleichfalls. So, das war's für heute. Schön, dass du bis zum Ende zugehört hast. Bitte bedenke, dass alle besprochenen Behandlungen und Therapien keine Empfehlung sind, sondern von dir selbst gut durchdacht und recherchiert werden sollten. Es gibt bisher nicht die eine Lösung. Wir stehen noch am Anfang und jeder Krankheitsverlauf ist individuell und sehr komplex. Wenn du dich näher informieren möchtest, dann schau auf der Instagram-Seite von Vascular Voices vorbei. Dort gibt es wöchentlich Beiträge zu den Gefäßkompressionen. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn du magst, kannst du unten ins Kommentarfeld schreiben, wie du sie fandest oder den Podcast mit Sternen bewerten. Damit hilfst du selbst aktiv mit, die Krankheit bekannter zu machen. Denn glaub mir, du bist nicht allein. Wir sind ganz viele.